Passend zu einem meiner letzten Videos, in dem es um das optimale Unterkörpertraining ging, möchte ich dir heute meine Tipps für dein optimales Oberkörpertraining mitgeben, sodass du gegebenenfalls aktuelle Plateaus überwinden kannst und kontinuierliche Fortschritte deiner Ziele gewährleisten kannst. Auch in diesem Video gebe ich dir Tipps basierend auf einer Leistungssteigerung in deinen anvisierten Übungen und basierend auf ästhetischen Zielen. Wer mich kennt, weiß, dass Part 1 eines Workouts immer ein Warm-up beinhaltet, mit Aktivierungs- und Mobilitätsübungen. Dazu habe ich erst kürzlich eine Follow-Along-Routine gepostet, die du gerne mitmachen kannst, denn sie besteht aus den wichtigsten Komponenten für ein optimales Warm-up für dein Oberkörpertraining. Du kannst diese Routine vor deinem Workout im Gym oder zu Hause ausführen. Es ist wichtig, dass du deine kleinen stabilisierenden Muskeln um die Schulter herum aktivierst und aufwärmst, um Verletzungen vorzubeugen. Daher solltest du nicht unbedingt intensive Dehnübungen absolvieren, sondern Mobilitätsübungen, was bedeutet, dass deine Muskeln, Sehnen und Bänder nicht nur beweglich sind, sondern auch im vollen Bewegungsradius Kraft haben. Wir wärmen dazu vor allem das Schultergelenk auf, da dieses bei den darauffolgenden Oberkörperübungen am meisten arbeiten muss. Außerdem wird dein Training erst dann richtig effektiv sein, wenn du den vollen Bewegungsradius in Übungen nutzen kannst. Wenn du eine Klimmzugstange vorhanden hast, empfehle ich dir zusätzlich zu den Aktivierungs- und Mobility-Übungen, dich einmal auszuhängen, denn das Hängen zieht einmal die beiden Gelenkpartner deiner Schulter auseinander und wir erzeugen hier also eine sogenannte Distraktion, die unsere Schulter besonders liebt, weil das Gelenk bei Verspannungen der umliegenden Muskulatur und unzureichender Mobilität zu wenig Platz hat, um sich geschmeidig und frei bewegen zu können. Durch das Hängen können wir wieder etwas Platz schaffen und eine gesunde Schulter beibehalten, sofern du kontinuierlich etwas für deine Mobilität tust. Dein Warm-up kann so lange dauern, wie du es bevorzugst und brauchst. Ich empfehle dir, mindestens 5 Minuten in dein Warm-up zu investieren. Wenn du deinen Oberkörper trainierst, hast du sicherlich auch das Ziel, einen Klimmzug, Dip oder vielleicht sogar ein Muscle-up zu schaffen. Wenn dem so ist, solltest du die Übungen, in denen du stärker werden möchtest, wie diese Übung, die ich gerade genannt habe, oder andere Übungen zu Beginn deines Workouts ausführen, um nicht vorbelastet zu sein. Wenn du Klimmzüge und Dips ausführst und gerade 1 bis 2 Wiederholungen schaffst, empfehle ich dir hier mehr als die standardisierten 3 Sätze zu absolvieren und eher mit einer Anzahl von 4 bis 6 Sätzen zu arbeiten, um mehr Volumen zu akkumulieren. Wenn du noch mit Vorübungen arbeitest, wie Feet-Assisted Pull-Ups, Feet-Assisted Dips oder negative Pull-Ups, eignen sich 1 bis 5 Wiederholungen gut. Starte am besten bei 5 Wiederholungen, um deine Muskulatur an die neue Bewegung zu gewöhnen. Reduziere die Wiederholungszahl über die nächsten Wochen, um dich immer mehr an die Kraft für deinen ersten Klimmzug oder Dip anzunähern, welche mit einer Maximalkraft gleichzusetzen ist. Solltest du bereits mehrere Klimmzüge und Dips beherrschen, aber die Wiederholungsanzahl oder deine Kraft darin stärken wollen, empfehle ich dir die Tipps aus dem oben eingeblendeten Video umzusetzen. Um bei jedem Satz die maximale Qualität deiner Ausführung zu gewährleisten, solltest du 1,5 bis 2 Minuten oder bei Bedarf sogar länger pausieren. Nach den skillbasierten Übungen absolviere ich sogenannte assistierende Übungen wie vorgebeugtes Rudern, Schulterdrücken, Bankdrücken, Variationen davon oder Übungen an einem Gerät oder Kabelzug. Die Kraft, die durch diese eher klassischen Oberkörperkraftübungen geschult wird, lässt sich zum einen auf die skillbasierten Übungen wie Klimmzüge und Dips übertragen und zum anderen fördern sie den Muskelaufbau zusätzlich, was dir zugutekommt, wenn du ästhetische Ziele hast. Denn hier können wir die Wiederholungsanzahl und Intensität durch die entsprechende Wahl der Gewichte gut steuern und somit einen anderen Reiz setzen. Meistens absolviere ich 4 assistierende Übungen und jeweils 2 davon im Supersatz. Ich persönlich mag es gern, 2 Übungen im Supersatz zu absolvieren, die sich nicht stark gegenseitig beeinflussen. Also eine Druckübung zum Beispiel gepaart mit einer Zugübung zu absolvieren. Wenn ich meinen Split so plane, dass ich den Rücken beispielsweise isoliert trainiere, ohne die Druckübung, achte ich darauf, keine sehr grifflastige Übung mit einer anderen grifflastigen Übung zu kombinieren. Ich führe sie dann entweder separat aus oder setze die Rückenübungen im Supersatz mit einer Bauchübung. Das könnte dann in etwa so aussehen.
Damit du immer wieder neue Reize setzen kannst und deine Kraft und Leistung langfristig steigern kannst, um Muskulatur aufzubauen, empfehle ich dir, die Wiederholungsanzahl in diesen Übungen phasenweise zu gestalten. Es gibt viele verschiedene Wege, die Wiederholungsanzahlen über die nächsten Wochen zu planen und zu strukturieren. Du siehst hier ein Beispiel eingeblendet, welches Sinn macht, wenn man versuchen möchte, über mehrere Wochen seine Kraft zu steigern, indem man erst bei einer höheren Wiederholungsanzahl startet und dann die Wiederholungsanzahl senkt, damit man immer mehr Gewicht verwenden kann und der Muskel einen neuen Reiz erfahren kann. Isolierte Übungen wie Bizeps Curls, Seitheben oder Rope Face Pulls empfehle ich dir am Schluss zu absolvieren. Wenn man Schwierigkeiten hat, einen bestimmten Muskel in einer komplexen Übung zu spüren oder wenn du den Fokus auf beispielsweise deinen Bizeps legen möchtest, kannst du auch eine isolierte Übung in Kombination mit einer komplexen Übung ausführen, um die Muskelgruppe schon vorzubelasten. Wenn es jedoch dein Ziel ist, aus einer komplexen Übung die maximale Kraft herauszuholen, empfehle ich dir, ohne Vorermüdung zu arbeiten. Ich absolviere entweder 1 bis 2 isolierte Übungen zum Schluss im Supersatz oder eine Isolationsübung für den Oberkörper und eine Bauchübung zusammen für 3 Sätze und in einem höheren Wiederholungsbereich von 12 bis 20 Wiederholungen. Wenn ich mich nach etwas Kraftausdauer fühle oder noch mehr Übungsvariation in mein Training integrieren möchte, führe ich gerne statt dem letzten Supersatz aus den Isolationsübungen einen Zirkel aus 2 bis 4 Übungen aus, der dann meist aus den folgenden Komponenten besteht, wie beispielsweise einer Bauchübung wie Toes to Rings, Ring Tuck-Ups, V-Ups oder Hollow Holds, einer skillbasierten Übung, die zum Beispiel eine Handstand-Variation beinhaltet, wie Handstand Walks oder Wall Walks, Pike Handstand Push-Ups oder Ring Chin-Ups, einer ausdauerlastigen Übung, zum Beispiel das Ruderergometer, Ski-Erg oder Seilspringen und einer isolierten Übung oder einer Übungsvariation wie Bizeps Curls Seitheben oder eine Übungsvariation wie Gorilla Rows, Russian Push-Ups, Deficit Push-Ups und viele weitere Möglichkeiten, die man hier einsetzen kann. Den Zirkel baue ich auf verschiedene Arten und Weisen nach Lust und Laune auf. Häufig setze ich mir ein Zeitlimit. Zum Beispiel versuche ich dann in 15 Minuten so viele Runden von den Übungen wie möglich zu absolvieren. Oder ich lege ein Zeitintervall fest, wie 40 Sekunden eine Übung zu absolvieren und in diesen 40 Sekunden einfach so viele Wiederholungen dieser Übungen zu absolvieren wie möglich. Eine weitere Option, die ich teilweise einsetze, ist mit einer aufsteigenden oder absteigenden Leiter zu arbeiten. Man könnte also mit einer Übung bei einer geringen Wiederholungsanzahl starten, zum Beispiel 2 V-Ups, 2 Push-Ups und 2 Gorilla Rows. Und dann versucht man pro Runde 2 Wiederholungen zu addieren, bis man beispielsweise bei 10 oder 20 Wiederholungen angekommen ist. Und das Gleiche kann man natürlich auch mit einer absteigenden Leiter absolvieren. Eine weitere Option, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist, dass du dir eine Wiederholungsanzahl festlegst pro Übung, die du für jede Runde konstant halten kannst. Wenn du beispielsweise weißt, dass du für mehrere Runden 3 Klimmzüge schaffst, dann kannst du dir diese 3 Wiederholungen für jede Runde planen. Es sollte also eine Wiederholungsanzahl sein, die dich herausfordert, aber die nicht dein absolutes Maximum darstellt. Bei allen Optionen halte ich die Pausen relativ kurz, bei etwa 15 bis 30 Sekunden zwischen den Übungen, und ich sehe das eher als kleine Verschnaufspause und mache dann sofort weiter, wenn ich mich danach fühle, sodass meine Kraftausdauer auch gefordert wird. Wenn ich sehr wenig Zeit habe oder vielleicht öfters in der Woche trainiert habe, setze ich eine effektive und effiziente Methode mit nur einer Übung zum Schluss ein. Ich suche mir eine Übung meist mit meinem eigenen Körpergewicht aus, wie Tuck-Ups, V-Ups oder Hollow Rocks oder zum Beispiel auch Push-Ups funktionieren sehr gut, und akkumuliere eine bestimmte Wiederholungsanzahl, meist zwischen 30 und 100 Wiederholungen, in einer möglichst geringen Zeit. Das heißt, Pausen können nach Bedarf gemacht werden, aber das Ziel ist es, so viele Wiederholungen wie möglich am Stück zu absolvieren. Ich hoffe, dir hat meine Workout-Struktur geholfen, auch in dein Training eine sinnvolle Anordnung der Übung, Satz- und Wiederholungsanzahlen reinzubringen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du dein Oberkörpertraining am liebsten gestaltest und was deine Ziele sind, und natürlich auch, wenn du Fragen dazu hast.